Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge von Wuwa. Wir machen gleich weiter mit der Story. Ich habe gerade nur gesehen, dass hier ein Laden ist und ich erinnere mich, dass der da irgendwie so super besonders war. Warum? Verwende insgesamt 2000 schwingende Kalzite. Weil wir nur so wenig haben. Krass. Also könnten wir halt noch mehr sammeln. Und dann habe ich noch was gesehen, was auf jeden Fall meiner Aufmerksamkeit bedarf. Und zwar eine Schallplatte hier unmittelbar in unserer Nähe. Die holen wir uns. Warte mal, können wir hier fliegen? Ja, okay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da unten ist er. Da unten. Und runter. Ui. Huch. Na moin. Ne. So. Und durch. Komm. Nein, nicht da hoch. So, meine Güte. Fliegen ist immer noch schwer. So. Und jetzt aber wieder, zack, zurück zur Mission. Aber sowas muss ich halt immer mitnehmen, wenn wir mal was finden. Guide me. Terminals are divine artifacts from the Sentinel, brought to Resonator by the first Primus. What you possessed were nothing but privately made replicas, existing solely by the grace of the Primus. How dare you defy our cleansing of such blasphemy? We never stopped asking the Order for permission to wear the terminals, but every single request is denied. You won't even tell us why. You've controlled the terminal supply, and the family stopped trading with us. These are all we have left. Why should we hand them over? I can sense your fervent desire for the artifacts and the blessings from the Sentinel. But whether you are worthy of the terminals is for the Order to decide. If you willingly part with your wealth in devotion to the Order's divine cause, the door to forgiveness might still be open. But should you persist in your defiance, we'll have to escort you to the penitentiary for judgment. Die Leute streiten sich dort. The Order and the commoners. It must be Scarlet Velvet causing the stir. The Order's arrogance is known, but such blatant actions. Is it because we're far from the heart of the city? Let's first address their troubles, and then we'll have a proper talk. Ich dachte gerade, die Grauhaarige ist Scarlet. Ich habe einfach gerade voll abgelenkt von den Monstern. Da habe gar nicht gesehen, dass ich irgendwas antworten muss. So, doch ist es Scarlet. Still recognize me? Die spielen gerade Dings. Dieser voll verpennt. Ich habe eine rote gesehen und dachte mir so, ja, ist schon voll, aber so, nee, Mann, nee, Pennritze. The Montelli's second daughter, and this year's laureate. I suggest you tread carefully and avoid crossing the Order and the Sentinel, especially not for the sake of mere commoners. Must I remind you again? Trading reserved terminals is a breach of the discipline. Ich sehe niemand mit Terminals handeln. We paid good money for these. If you're taking them, you owe us a refund. Yet the very traders who took your money have seen the error of their ways and reported your dealings. They have sworn to repent for their illicit production and cease all trade with you. Illegale Produktion? Händler? Spricht er von den Montellis? How sad, Miss Carlotta. Such loyalty to your family, only to be left in the dark. No one bothered to inform you, did they? Oh, please. My ties with the family are not so fragile as to be shaken by mere words. The fact that we're having this conversation at all means that you cannot ignore my status. Wouldn't you agree? The Sentinel and the Primus have declared free trade as our undeniable right. Scarlet Velvet is always entitled to trade as they please, regardless of their previous partnerships. You preach the doctrine, yet fail to adhere to it yourself. If I were you, I'd be on my way to the penitentiary.
willful transgression is the worst blasphemy one can imagine. Mark my words. The day Montelli is brought to its knees by the Order and Phasalia will be the day you beg for the Sentinel's mercy. When that day comes, all shall be under the Order's control, and it will not be long in coming. Der Akolyt verlässt mit seinem Gefolge. Scarlet Velvet gibt den anderen ein Zeichen zu gehen und die Schäden zu begutachten. Ernesto, the bartender, said you needed to see me. You may have just offended us, but you heard it. Your family has left us in a mess. Frankly, I don't see the point in having this conversation. But since Ernesto said it's about Bennett, I'll give you a minute, for his sake. Speak quickly. Was, wenn der Orden uns gegeneinander ausspielen will? Regardless of the bigger picture, your side ended the deal. We were informed at short notice to stop all trade. And it's not just the terminals. No more jewelry, perfumes, and all that nonsense. You saw what happened today. And not to mention, I haven't seen him on telly for nearly 2 weeks. Where were you when we were fighting against the Order and the Phasalias? Die Montellis waren in letzter Zeit mit eigenen Problemen beschäftigt. There was a slight issue of a traitor in the vault, so our hands were tied. Du kommst wirklich schnell zum Punkt. A direct approach works best at times. Actually, what that acolyte claimed is news to me. Surrendering control and ceasing trade are not in the Montelli's vocabulary. The Montelli creed has always been family first and a pioneering spirit second. With your grandfather, maybe. But he won't be around forever. When Capello takes the helm, you won't have a say. The real question is whether we can get our trade back on track. Can your family still be trusted? What I need is a solid promise from someone in charge. Can you do that? One thing's for sure. I don't want to see the family who first broke the monopoly to trade with us commoners end up defending it. I'll speak with my uncle and grandfather to see what happened with our cooperation. You know what? This is supposed to be your family's business. Why am I saying this to you? Excuse... So, Shit. Ernesto told me Bennett's gone. What happened? He seemed fine the last time we met. Manche sagen, dass er nur das gekriegt hat, was er für seinen Diebstahl verdient hat. Und Gerüchte besagen, dass du ihm beim Weiterverkauf seiner Beute geholfen hast. Wir glauben allerdings, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt. Good judgment there. The rumors are nonsense. Fencing stolen goods? Please. Bennett used to handle our shipments for the vault, but everything was above board. Nothing shady, okay? He knew his stuff. Never took advantage of us, never budged on prices either. For him, it was always business first, friendship second. When he was running late, he'd stay up at that hill sometimes. We even set up a shelter there after it happened a few times. That's all. Come to think of it, he did stay there for a while the last time we saw him. Asked us to stash something too. What was it he said? I hope we don't need to use it. Also hat Bennett absichtlich etwas hinterlassen. Seems Bennett may have anticipated the trouble ahead. I wonder if you might show us to the shelter. We'd be most grateful. There's an entrance along the coast. Go straight down the road and you'll see it. What's your business there anyway? Unsere Theorie überprüfen und nachschauen, ob dort irgendwas Wichtiges versteckt ist. So. So. Dort unten. Nope. Warte mal, da unten ist was Rotes. Machen wir mal kurz. Will the approaching sounds be erase life or death? No alternative. The soul never entombed. Einzige, was mich stört an ihrer Ulti, ist, dass man sich da immer nie bewegen kann. Also, ich meine, wir können uns bewegen. Was mich stört, ist, dass wir die Ansicht nicht drehen können. Jetzt habe ich mich gerade nicht konzentriert. Nochmal. Dass wir die Ansicht nicht drehen können. Das ist immer nur so, man hat immer nur so ein Stück.
schon wieder. Ah, ich bin dumm. Du Scheibenkleister, was? Wow, also ich habe ja schon einige gemacht, aber ich habe noch nie so ein schweres gehabt. Das ist wahrscheinlich nicht schwer. Ich tue mich nur einfach schon wieder völlig dumm. So. Ach, guck mal hier oben. Huch. Was ich habt? Ja, wow. Das war gar nicht schwer. War einfach nur blöd. Music Ist egal. to my ears. Manchmal ist das halt so. Are we there yet? Watch out. Wow. We wither together. Noch mehr Wölfe. Symphony of life. Absolute. Ah, süß. Nenn das mal nicht Versteck. Oh, war ja cute. Kleine Bruchbude. You can tell someone was here. Look at the mess. Perhaps Bennett deliberately arranged it this way as a cover. We'll each use our senses to search. Then let's gather and analyze the clues we find. Ei, ei, Miss. Du entdeckst ein kleines, fein gearbeitetes Gerät mit Drehmechanismen, aber du hast keine Ahnung, wie man es öffnet. Du entscheidest, das Gerät mitzunehmen und später mit Carlotta zu untersuchen. Huch, nee, warte. So. Ach da. Du bemerkst ein etwas ausgebleichtes Ölbild. Die Frau im Bild trägt ein ausgeblichenes und rätselhaftes Lächeln. Bei näherem Hinsehen entdeckst du in den Augen der Frau die Buchstaben ML und CL. Du stolperst über ein zerfleddertes Buch. Beim Durchblättern ist nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Vielleicht hatte Bennett das hinterlassen. Du entscheidest, das Buch mitzunehmen und später mit Carlotta zu untersuchen. Carlotta! Carlotta. Du teilst die gefundenen Hinweise und Gegenstände mit Carlotta. Something is strange here. These items aren't exactly rare, but they're not everyday objects either. They seem out of place here. Indeed. But what I find strange is these items. Don't they seem familiar? Do you recall those 3 lines from the anthology? The ones Bennett sent to me in the photo? Da muss es einen Zusammenhang geben. Thy eyes guide my course in the tempest. The woman in the painting here seems to stand in the gloomy rain, but her eyes remain bright. Diese Zeilen verweisen auf die Buchstaben ML und CL in ihren Augen. Like the secret code in drinks, what matters is never the object themselves, but the shared rules and agreements between both parties. Now the book. It appears to be about winter, which is likely related to the second line, 40 winters. 40 Winter. Schau auf Seite 40 nach. Du blätterst im Buch bis Seite 40 und dort sind in großen Zahlen die Ziffern 1, 9 und 0 geschrieben. The last one is a rotor device. The planet. Dreht sich 2,5 Mal nach rechts. Du und Carlotta dreht den Mechanismus 2,5 Mal nach rechts. Mit einem Klicken rutscht ein Papierstreifen heraus, auf dem die Zahlen 4, 6 und 8 stehen. MLCL. 190468. That format. It's a vault storage code. Of course it is. Bennett was a vault keeper. But what was he trying to convey in such a cryptic manner? 4 letters. The highest clearance level in the vault. Could it be? Hold on. Carlotta? Yeah. He asked me to keep an eye out for Bennett's terminal.
Well, I found it. Fantastisch. Wo hast du es gefunden? Yeah, that's for me to know and you to wonder. But it was not in good shape after what it went through. Yeah, if you can use it at all, the data and the records inside might need to be recovered. Understood. I'll have someone pick it up for restoration. Wait, what now? What, you're not even gonna check? Warum stotterst du plötzlich? Oh, no, it's nothing really. Just worried it might be too tricky to repair. All right. We'll inform you when there's more to share. Was jetzt? Sollen wir das Terminal abholen? We're returning to the Montelli Quarter first. The terminal will be fixed there. As for the codes, we'll figure it out once we arrive. You might not know this, but Bennett was never granted the highest clearance in the vault. Isn't that a good sign? It means Bennett might not be guilty after all, just as you suspected. But it's replaced by another suspicion. One I am reluctant to entertain, but I'm forced to consider. Only grandfather, uncle, and I have the highest clearance. Liberty Square, our proximity, the vault's security clearance, a traitor among the top brass, the indifference towards the stolen goods, and the authority to end dealings with Scarlet Velvet. There's someone all evidence points to. Were I to entertain it, it all starts to make sense. Uncle. But if it was truly him, the heir to our family, who betrayed us, wouldn't that be utterly absurd? Now all that remains is to see what the code reveals. It might clear our doubts. Es gibt nur einen Weg. Confirm it. Also heute habe ich's drauf. Ständig quatsche ich den dazwischen. Super. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mann. I'll be with you, no matter what. So let's see where this leads. Bin Profi. Ah. Also das ist ja so offensichtlich der Onkel und mich würde nicht wundern, wenn es dann nachher der Großvater ist und nicht der Onkel. Wenn es die ganze Zeit so getaktet ist, dass wir das so denken oder der Großvater ist da so mit drin oder zieht die Fäden oder was auch immer und der Onkel ist eigentlich der Gute und wirkt aber nur böse, so. Aber gucken. Aktuell ist es der Onkel, der wirkt so. Ist bestimmt auch der Onkel. Auf den Onkel! Ah. Machen wir hier nicht auch so ein Geschäft? Ah ne, hier ist die Pionier Association. Aber das sieht da doch gar nichts. Oh. Nee, das ist was... Ach, die Pionier Association macht diese Dinger. Ach so. Also die hier in... Hier. Weil die ja in Huanglong, die macht ja... irgendwelche anderen Aufgaben, so. Mal gucken, ob Nyala irgendwas für uns hat. Was kann man eigentlich so kaufen? Welcome to the Master. Und vor allem herstellen. Ich habe, glaube ich, noch nie eine hergestellt. Ich will mal kurz gucken. Ich will mal kurz gucken, ob wir irgendwas Wichtiges herstellen können. Nee, ich habe ja eigentlich nur noch goldene Waffen. Aber krass. Das hatte ich so ja nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mich ja die letzten Tage damit beschäftigt hatte, Leute hoch zu leveln und Waffen zu finden. Aber eine goldene können wir so gar nicht. Und dafür brauchen wir halt die Dinger. Sie sammeln so gut wie gar nicht ein. Okay. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich wieder in die Geschichte reinstürzen, bewerten, kommentieren würde mich wahnsinnig freuen, hilft ungemein und wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Wuthering. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!